Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch mit Geschichten. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns anfangen. Es war einmal ein Vater, der 2 Söhne hatte. Der ältere Sohn war klug und vernünftig, und er konnte alles gut machen. Der jüngere Sohn hingegen war nicht sehr schlau und konnte nicht viel lernen oder verstehen. Die Leute sahen ihn und sagten, dieser Junge wird seinem Vater noch Schwierigkeiten bereiten. Wann immer Arbeit zu tun war, war es immer der ältere Sohn, der sie erledigen musste. Aber wenn sein Vater ihn spät in der Nacht bat, etwas zu holen, besonders wenn es bedeutete, durch den Kirchhof oder einen anderen gruseligen Ort zu gehen, sagte er, »Oh nein, Vater, da gehe ich nicht hin. Das lässt mir das Blut in den Adern gefrieren.« Denn er hatte Angst. Während des Geschichtenerzählens am Feuer in der Nacht, wenn gruselige Geschichten erzählt wurden, sagten die Leute manchmal, »Oh, das lässt mir das Blut in den Adern gefrieren.« Der jüngere Sohn saß in der Ecke und hörte verwirrt zu. Sie sagen immer wieder, »Das lässt mir das Blut in den Adern gefrieren.« Aber ich fühle nichts, dachte er. Das muss etwas sein, das ich einfach nicht verstehe. Eines Tages sagte der Vater zu seinem jüngeren Sohn, »Hör zu, du in der Ecke, du wirst jetzt größer und stärker, und du musst etwas lernen, um deinen Lebensunterhalt zu verdienen. Sieh dir deinen Bruder an, er arbeitet hart, aber du verdienst nicht einmal deinen Lebensunterhalt.« Der jüngere Sohn antwortete, »Nun, Vater, ich möchte etwas lernen.« »Tatsächlich möchte ich lernen, wie man fröstelt, da ich es überhaupt nicht verstehe.« Der ältere Bruder lachte darüber und dachte, »Gott sei Dank, mein Bruder ist so ein Trottel. Er wird nie zu etwas Nütze sein.« Wenn man nützlich sein will, muss man früh anfangen zu lernen. Der Vater seufzte und sagte, »Du wirst bald lernen, was es bedeutet zu frösteln, aber so wirst du deinen Lebensunterhalt nicht verdienen.« Nicht lange danach kam der Küster zu Besuch, und der Vater beschwerte sich über seinen jüngeren Sohn, der so langsam war und nichts lernte. »Denk nur«, sagte er, »als ich ihn fragte, wie er seinen Lebensunterhalt verdienen wolle, wollte er tatsächlich lernen, wie man fröstelt.« Der Küster antwortete, »Wenn das alles ist, was er will, kann ich ihm das beibringen. Schick ihn zu mir, und ich werde ihm schnell helfen.« Der Vater war erfreut und dachte, das wird dem Jungen eine Lektion erteilen. So nahm der Küster den jüngeren Sohn mit zu sich nach Hause, und der Junge musste die Kirchenglocke läuten. Einige Tage später weckte der Küster ihn um Mitternacht und sagte ihm, er solle in den Kirchturm gehen und die Glocke läuten. »Du wirst bald lernen, was es bedeutet zu frösteln«, dachte der Küster und ging heimlich voraus. Als der Junge den oberen Turm erreichte und sich umdrehte, um die Glockenleine zu greifen, sah er eine weiße Gestalt, die auf der Treppe am Öffnungsrand stand. »Wer ist da?« rief er, aber die Gestalt antwortete nicht und rührte sich nicht. »Antworte mir oder gehe weg. Du hast hier nachts nichts zu suchen«, rief er. Der Küster blieb still, damit der Junge dachte, er sei ein Geist. Der Junge rief ein zweites Mal, »Was willst du hier?« »Sprich, wenn du ein guter Mensch bist, oder ich werfe dich die Treppe hinunter.« Der Küster dachte, er kann nicht so schlimm sein, wie er klingt, also blieb er still und stand da wie eine Statue. Als der Junge ein drittes Mal rief und keine Antwort kam, rannte er auf die Gestalt zu und schubste sie die Treppe hinunter, so dass sie 10 Stufen hinunterfiel und in einer Ecke lag. Dann läutete er die Glocke, ging nach Hause und legte sich wortlos ins Bett und schlief ein. Die Frau des Küsters wartete lange auf die Rückkehr ihres Mannes, aber er kam nicht zurück. Schließlich wurde sie besorgt und weckte den Jungen, indem sie fragte, »Weißt du, wo mein Mann ist?« »Er ging vor dir in den Turm.« »Nein, ich weiß es nicht«, antwortete der Junge.
Aber jemand stand an der Öffnung, und da er nicht antworten oder weggehen wollte, dachte ich, er wolle nichts Gutes und warf ihn die Treppe hinunter. Schau nach, ob es ihn war. Ich hoffe, es war nicht er. Die Frau rannte los und fand ihren Mann stöhnend in der Ecke mit einem gebrochenen Bein. Sie trug ihn hinunter und eilte dann zum Vater des Jungen, rief: »Dein Sohn hat ein großes Unheil angerichtet. Er hat meinen Mann die Treppe hinuntergeworfen und ihm das Bein gebrochen. Schick diesen Nichtsnutz aus unserem Haus.« Der Vater war schockiert und eilte, um den Jungen zu schimpfen. »Was für böse Streiche sind das?« schrie er. »Der Teufel muss dir diese Ideen in den Kopf gesetzt haben.« »Vater«, antwortete der Junge, »bitte hör mir zu. Ich bin unschuldig. Er stand dort nachts, als wollte er etwas Böses tun. Ich wusste nicht, wer es war, und ich habe ihn 3-mal gebeten, entweder zu sprechen oder zu gehen. »Ach«, sagte der Vater, »ich habe nur Ärger mit dir. Verschwind aus meinem Blickfeld. Ich will dich nie wiedersehen.« »Ja, Vater, ich werde gerne gehen, aber warte bis zum Morgen. Dann werde ich gehen und lernen, wie man fröstelt, und zumindest werde ich eine Fähigkeit verstehen, die mir helfen wird«, sagte der Junge. »Lerne, was du willst«, sagte der Vater, »es ist mir gleichgültig. Hier sind 50 Taler für dich. Nimm dieses Geld und gehe in die Welt, aber sage niemandem, woher du kommst oder wer dein Vater ist, denn ich schäme mich für dich. Ja, Vater, ich werde tun, was du wünschst. Wenn das dein Wunsch ist, werde ich mich daran erinnern.« Als der Morgen kam, steckte der Junge seine 50 Taler in die Tasche und machte sich auf den Weg, während er ständig zu sich selbst sagte: »Wenn ich nur frösteln könnte. Wenn ich nur frösteln könnte.« Bald kam ein Mann vorbei und hörte ihn mit sich selbst reden. Nachdem sie ein Stück weitergegangen waren und die Galgen sehen konnten, sagte der Mann: »Sieh mal, dort ist der Baum, an dem 7 Männer die Tochter des Seilermanns geheiratet haben und nun lernen zu fliegen. Setz dich darunter und warte bis zur Nacht, und du wirst lernen, wie man fröstelt. Wenn das alles ist, was es braucht«, sagte der Junge, »kann ich das leicht tun. Aber wenn ich so schnell lerne zu frösteln, kannst du meine 50 Taler haben. Komm einfach am Morgen zu mir zurück.« Dann setzte sich der Junge unter den Galgen und wartete bis zum Abend. Es war kalt, also machte er ein Feuer. Um Mitternacht wehte der Wind so stark, dass er trotz des Feuers nicht warm bleiben konnte. Er beobachtete die Erhängten, die im Wind schwankten, und dachte: »Wenn ich hier zittere, wie kalt müssen sie da oben sein?« Mitleidig ging er hinauf, band jeden von ihnen los und brachte alle 7 herunter. Dann schürte er das Feuer, blies darauf und setzte sie alle um sich herum, damit sie sich wärmen konnten. Aber sie saßen einfach da und rührten sich nicht, und das Feuer begann, ihre Kleidung zu fangen. »Seid vorsichtig, oder ich hänge euch wieder auf«, warnte er sie. Aber die toten Männer hörten ihn nicht. Sie ließen einfach ihre Kleider brennen. Er wurde wütend und sagte: »Wenn ihr nicht aufpasst, kann ich euch nicht helfen. Ich will nicht mit euch verbrennen.« Also hängte er sie nacheinander wieder auf. Danach setzte er sich wieder an sein Feuer und fiel asleep. Am nächsten Morgen kam der Mann zurück und wollte seine 50 Taler. »Nun weißt du, wie man fröstelt?« fragte er. »Nein«, antwortete der Junge, »wie könnte ich? Diese Kerle da oben haben kein Wort gesagt und waren so dumm, dass sie ihre Kleider brennen ließen.« Der Mann sah, dass er an diesem Tag die 50 Taler nicht bekommen würde und ging, indem er sagte: »Ich habe noch nie einen Jungen wie dich getroffen.« Der Junge setzte seinen Weg fort und murmelte wieder vor sich hin: »Ach, wenn ich nur frösteln könnte! Ach, wenn ich nur frösteln könnte!«
Ein Wagenfahrer, der hinter ihm ging, hörte dies und fragte: »Wer bist du?« »Ich weiß es nicht«, antwortete der Junge. Der Fahrer fragte: »Woher kommst du?« »Ich weiß es nicht.« »Wer ist dein Vater?« »Das kann ich dir nicht sagen.« »Was murmelt ihr immer?« »Ach«, sagte der Junge, »ich wünschte nur, ich könnte frösteln, aber niemand kann mir beibringen, wie.« »Hör auf mit deinem Unsinn«, sagte der Fahrer. »Komm mit mir, ich werde dir einen Platz finden.« Der Junge ging mit dem Fahrer, und am Abend kamen sie zu einem Gasthaus, wo sie übernachten wollten. Am Eingang des Saales sagte der Junge wieder laut: »Wenn ich nur frösteln könnte! Wenn ich nur frösteln könnte!« Der Wirt hörte dies und lachte: »Wenn das dein Wunsch ist, gibt es hier sicher eine gute Gelegenheit.« »Oh, sei ruhig«, sagte die Wirtin. »So viele Neugierige haben hier schon ihr Leben verloren. Es wäre schade, wenn so schöne Augen nie wieder das Licht der Welt erblicken.« Aber der Junge bestand darauf: »Egal wie schwierig es sein mag, ich werde lernen. Deshalb bin ich gekommen.« Er ließ den Wirt nicht in Ruhe, bis er ihm von einem verfluchten Schloss erzählte, in dem jeder leicht lernen könne, was Frösteln bedeutet, wenn er nur 3 Nächte darin verbringt. Der König hatte versprochen, dass jeder, der sich traute, die Hand seiner Tochter gewinnen könne, und sie war die schönste Maid im ganzen Land. Außerdem gab es im Schloss große Schätze, die von bösen Geistern bewacht wurden, und diese Schätze würden einen armen Mann reich machen. Viele Männer waren in das Schloss gegangen, aber keiner war je wieder herausgekommen. Also ging der Junge am nächsten Morgen zum König und sagte: »Wenn es erlaubt ist, werde ich gerne 3 Nächte im verfluchten Schloss verbringen.« Der König sah ihn an und fand ihn ansprechend und sagte: »Du darfst 3 Dinge mit ins Schloss nehmen, aber sie müssen leblos sein.« Der Junge antwortete: »Dann möchte ich ein Feuer, eine Drehbank und ein Schneidebrett mit einem Messer.« Der König ließ diese Dinge tagsüber ins Schloss bringen. Als die Nacht heranbrach, ging der Junge in eines der Zimmer, machte ein helles Feuer, stellte das Schneidebrett und das Messer in die Nähe und setzte sich an die Drehbank. »Ach, wenn ich nur frösteln könnte«, sagte er, »aber hier werde ich es auch nicht lernen.« Um Mitternacht, während er das Feuer schürte, hörte er plötzlich eine Stimme aus einer Ecke: »Au, miau!« »Wie kalt wir sind, ihr Dummköpfe«, rief er. »Weshalb weint ihr? Wenn euch kalt ist, kommt und setzt euch ans Feuer, um euch zu wärmen.« Sobald er dies sagte, sprangen 2 große schwarze Katzen herüber und setzten sich auf jede Seite von ihm. Mit ihren feurigen Augen starrten sie ihn an. Nachdem sie sich eine Weile gewärmt hatten, sagten sie: »Kamerad, sollen wir ein Kartenspiel spielen?« »Warum nicht?«, antwortete er, »aber zeigt mir zuerst eure Pfoten.« Sie streckten ihre Krallen aus. »Oh«, sagte er, »was für lange Nägel ihr habt. Wartet, ich muss sie euch schneiden.« Dann packte er sie an den Hälsen, legte sie auf das Schneidebrett und fixierte ihre Füße. »Ich habe mir eure Finger angesehen, und nun habe ich die Lust auf Kartenspielen verloren«, sagte er und tötete beide und warf sie ins Wasser. Als er sich von diesen beiden befreit hatte und sich wieder ans Feuer setzen wollte, kamen aus jeder Ecke mehr schwarze Katzen und schwarze Hunde mit glühenden Ketten. Sie strömten herbei, bis er sich kaum noch bewegen konnte, machten schreckliche Geräusche und sprangen auf sein Feuer, um es auszumachen. Er beobachtete sie eine Weile still, aber als sie zu weit gingen, schnappte er sich sein Messer und rief: »Verschwindet, Ungeziefer!« und begann, sie niederzuschlagen. Einige rannten weg, während er andere tötete und sie in den Fischteich warf. Danach kehrte er zu seinem Feuer zurück und begann sich wieder zu wärmen. Aber bald wurden seine Augen schwer und er fühlte sich schläfrig.
Er sah sich um und entdeckte in der Ecke ein großes Bett. »Das sieht perfekt für mich aus«, sagte er und kletterte hinein. Gerade als er die Augen schließen wollte, begann das Bett sich von selbst zu bewegen und rollte durch das ganze Schloss. »Das ist schön«, sagte er, »aber mach schneller.« Das Bett rollte, als würden 6 Pferde es ziehen, über Schwellen und Treppen. Plötzlich kippte es um und landete auf ihm wie ein Berg. Aber er warf die Decken und Kissen in die Luft, sprang heraus und sagte, »Jetzt kann jeder fahren, der will«, und legte sich wieder ans Feuer, wo er bis zum Morgen einschlief. Als der König am nächsten Tag kam, fand er den Jungen am Boden liegen und dachte, die bösen Geister hätten ihn getötet. »Was für ein Jammer um so einen hübschen jungen Mann«, sagte er. Der Junge hörte ihn und stand auf und sagte, »Noch nicht.« Der König war erstaunt, aber sehr glücklich und fragte, wie es ihm ergangen sei. »Sehr gut«, antwortete der Junge. »Eine Nacht ist vergangen. Die anderen beiden werden ebenso leicht vergehen.« Dann ging er zum Wirt, der sehr überrascht war, und sagte, »Ich hätte nie gedacht, dass ich dich lebendig wiedersehen würde. Hast du gelernt, wie man fröstet?« »Nein«, antwortete er, »es ist alles nutzlos.« »Wenn mir nur jemand sagen würde.« In der zweiten Nacht ging er wieder ins alte Schloss, setzte sich ans Feuer und begann erneut mit seinem üblichen Jammer, »Wenn ich nur frösteln könnte.« Als Mitternacht schlug, gab es ein lautes Geräusch, ein Krachen, das leise begann und immer lauter wurde. Dann wurde es für einen Moment ruhig, und plötzlich fiel mit einem lauten Schrei die Hälfte eines Mannes den Kamin herunter und landete vor ihm. »Hey«, rief er, »das ist nicht genug. Wo ist die andere Hälfte?« Mehr Lärm folgte, und bald kam auch die andere Hälfte herunter. »Warte«, sagte er, »lass mich das Feuer für dich schüren.« Als er das getan hatte und sich umdrehte, hatten sich die beiden Hälften zu einem grässlichen Mann vereint, der vor ihm saß. »Das gehört nicht zu unserem Abkommen«, sagte der Junge, »die Bank gehört mir.« Der Mann versuchte, ihn wegzuschieben, aber der Junge ließ es nicht zu. Er drängte den Mann mit aller Kraft weg und nahm seinen Platz auf der Bank zurück. Mehr Männer fielen nacheinander herunter. Sie brachten 9 Beine von toten Männern und 2 Schädel, um sie zum Neunpins zu spielen. Der Junge wollte mitspielen und fragte, »Hey, kann ich mit euch spielen?« »Ja, wenn du Geld hast.« »Ich habe genug«, sagte er, »aber eure Kugeln sind nicht ganz rund.« Also nahm er die Schädel, stellte sie auf die Drehbank und drehte sie, bis sie rund waren. »Da, jetzt rollen sie besser«, sagte er. »Hurra! Jetzt können wir Spaß haben.« Sie spielten zusammen und er verlor etwas Geld. Aber als die Uhr Mitternacht schlug, verschwand alles aus dem Blickfeld. Er legte sich hin und fiel leise in den Schlaf. Am nächsten Morgen kam der König wieder, um nach ihm zu sehen. »Wie lief es diesmal?« fragte er. »Ich habe 9 Pins gespielt«, antwortete er, »und ein paar Münzen verloren. Hast du nicht gefroren?« »Was?« antwortete er. »Ich hatte viel Spaß. Wenn ich nur wüsste, was es heißt, zu frösteln.« In der 3. Nacht setzte er sich wieder auf seine Bank und sagte traurig, »Wenn ich nur frösteln könnte.« Als es spät wurde, kamen 6 große Männer herein, die einen Sarg trugen. »Ha, ha, das muss mein kleiner Cousin sein, der vor ein paar Tagen gestorben ist«, sagte er und wedelte mit dem Finger. »Kommt her, kleiner Cousin.« Sie stellten den Sarg ab, und er ging hinüber, hob den Deckel und fand einen toten Mann darin. Er fühlte sein Gesicht, aber es war kalt wie Eis.
»Warte«, sagte er, »ich werde dich ein wenig aufwärmen.« Er ging zum Feuer, wärmte seine Hand und legte sie auf das Gesicht des toten Mannes, aber er blieb kalt. Also nahm er den Mann heraus, setzte ihn ans Feuer und rieb seine Arme, um das Blut wieder in Fluss zu bringen. Als das nicht funktionierte, dachte er bei sich, wenn zwei Menschen zusammen im Bett liegen, wärmen sie sich gegenseitig. Er trug den toten Mann ins Bett, deckte ihn zu und legte sich neben ihn. Bald wurde der tote Mann warm und begann sich zu rühren. »Sieh mal, kleiner Cousin, habe ich dich nicht gewärmt?« sagte der Junge. Aber der tote Mann sprang auf und schrie, »Jetzt werde ich dich erwürgen.« »Was?« rief der Junge. »So dankst du mir? Du kommst zurück in deinen Sarg.« Er hob den Mann hoch und warf ihn zurück hinein und schloss den Deckel fest. Dann nahmen die 6 Männer den Sarg wieder mit. »Ich kann immer noch nicht frösteln«, sagte der Junge. »Ich werde es hier nie lernen.« Dann trat ein Mann ein, der größer war als alle anderen und furchterregend aussah. Er war alt und hatte einen langen weißen Bart. »Du Wicht«, schrie er, »du wirst bald lernen, was es bedeutet zu frösteln, denn du wirst sterben, nicht so schnell«, antwortete der Junge. »Wenn ich sterben soll, sollte ich auch ein Mitspracherecht haben.« »Ich werde dich bald fangen«, sagte der alte Mann. »Gleich jetzt.« »Sprich nicht so groß. Ich bin so stark wie du, vielleicht sogar stärker, das werden wir sehen«, sagte der alte Mann. »Wenn du stärker bist, lasse ich dich gehen. Komm, lass es uns versuchen.« Dann führte er den Jungen durch dunkle Gänge zu einer Schmiede, packte eine Axt und schlug mit einem Schlag den Amboss in den Boden. »Ich kann das besser«, sagte der Junge, und er schnappte sich eine andere Axt. Der alte Mann kam näher, um zuzusehen, und sein Bart hing herunter. Der Junge schwang die Axt, spaltete den Amboss mit einem Schlag und erwischte den Bart des alten Mannes darin. »Jetzt habe ich dich«, sagte der Junge. »Jetzt bist du dran zu sterben.« Er nahm einen Eisenstab und schlug auf den alten Mann ein, bis dieser stöhnte und ihn anflehte, aufzuhören und ihm großen Reichtum zu versprechen. Der Junge zog die Axt heraus und ließ ihn los. Der alte Mann führte ihn zurück ins Schloss und zeigte ihm 3 Truhen voller Gold. »Davon«, sagte er, »ist ein Teil für die Armen, ein anderer für den König und der letzte gehört dir.« Gerade in dem Moment schlug die Uhr Mitternacht, und der Geist verschwand und ließ den Jungen in der Dunkelheit zurück. »Ich finde schon meinen Weg hinaus«, sagte er, tastete sich umher, bis er das Zimmer fand und sich am Feuer schlafen legte. Am nächsten Morgen kam der König und fragte, »Jetzt musst du gelernt haben, was es bedeutet, zu frösteln?« »Nein«, antwortete er. »Was kann es sein?« »Mein toter Cousin war gerade hier, und dann kam ein alter Mann und zeigte mir viel Geld, aber niemand hat mir gesagt, was es heißt, zu frösteln.« »Nun«, sagte der König, »du hast das Schloss befreit und kannst meine Tochter heiraten.« »Das ist großartig«, sagte der Junge, »aber ich weiß immer noch nicht, was es bedeutet zu frösteln.« Gold wurde herbeigebracht und die Hochzeit wurde gefeiert. Aber egal wie sehr der junge König seine Frau liebte und wie glücklich er war, sagte er immer, »wenn ich nur frösteln könnte, wenn ich nur frösteln könnte.« Das machte sie schließlich unruhig. Ihre Dienerin sagte, »Ich werde einen Weg finden, ihm zu helfen. Er wird bald lernen, was es bedeutet, zu frösteln.« Sie ging zu dem Bach, der durch den Garten floss, und brachte einen Eimer voller kleiner Fische mit. In der Nacht, während der junge König schlief, zog sie ihm die Decken ab und schüttete den Eimer mit kaltem Wasser und den Fischen über ihn, so dass sie herumflogen.
Er wachte auf und rief, »Oh, was lässt mich frösteln?« »Was lässt mich frösteln, liebe Frau?« »Ach, jetzt weiß ich, was es heißt, zu frösteln.« Tolle Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen deutschen Geschichten verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video.